Der absolute Wahnsinn. Ja, ein Variomobil aus dem Baujahr 2000. Und es wurde komplett, ja, innen, außen mit allem drum und dran restauriert, aber nicht ganz schlimm, sondern richtig stilecht und ja, auf den allerneuesten Stand gebracht. Und das Ganze fachmännisch und handwerklich, ja, wie sich das Ganze gehört. Und wir haben den Eigner hier, LB, das steht für Ludwigsburg. Ludwigsburg. Zwischen Stuttgart und Heilbronn. Zwischen Stuttgart und Heilbronn. Hallo, stell dich mal kurz vor. Andreas heiße ich. Grüß dich, Andreas. Du bist jetzt hier an der Mosel in Klüsserath, hast das Fahrzeug mitgebracht. Der Wolfgang hat zu mir gesagt, du musst dir das mal angucken, denn du hast es wirklich geschafft. Der Zustand war okay, aber ist in die Jahre gekommen. Eben, das war halt nicht mehr aktuelle Technik. Das war, ja, wie man halt 2000 gebaut hat. Sehr solide, analoge Technik. Das war mir wichtig. Ich wollte keinen Elektronikbomber. Wo ist denn der Motor bei dem Auto? Das ist ein Frontmotor. Das ist ein Omnibus-Chassis mit Frontmotor. Omnibus-Chassis mit Frontmotor. Das heißt, Variomobil baut ja gute Autos, muss man sagen. Also ich habe das jetzt mal gefilmt. Auch alles, was die so verbauen, Klappenmechanik und so weiter, das ist ganz solide. Das ist extrem solide. Also das ist wirklich ein ganz besonderes Markenzeichen von Vario. Hier ist noch kein Scharnier ausgeleiert, weder an den Möbeln noch an den Klappen irgendwo. So, der Motor selber, der ist gebaut für die Ewigkeit, kann man das sagen? Mindestens, wenn nicht noch länger. Also das ist so ein 6,9 Liter Diesel mit 220 PS. Richtiger Gussmotor noch, so wie man damals gebaut hat, mit ganz normaler mechanischer Pumpe. Ein Gussmotor, das heißt, ich habe mal so einen Film gesehen, wie die hergestellt werden. Das ist sehr aufwendig. Ja, der Gussmotor wird gegossen und danach wird er halt gehohnt, geschliffen, gefräst. Heute macht man sehr viel mit Aluminium, weil es leichter ist. Das hat da alles noch keine Rolle gespielt. Also der Gewicht war kein Thema. Ja, du hast die Frontmaske hast du komplett selbst gemacht. Stimmt das? Ja, nicht ganz. Also das ist schon die Vario-Maske. Ich habe hier, also das hier rausgeschnitten, alles. Ja. Und das neu gemacht. Das sieht man gar Neu nicht. geformt. Ja, das ist gut so. Das ist die Absicht. Das sind Heller-Scheinwerfer, die gibt es ganz normal im Handel. LED nehme ich an, oder? Ja, LED-Technik natürlich. Das heißt, die sind selbstnivellierend, nehme ich an. Nee, brauchen wir nicht, weil ich Luftfederung Luftfederung habe, die nivelliert sich automatisch. Also das Fahrzeug steht da immer gleich da. Da gibt es keine. Ja, ich habe dieselben Scheinwerfer drin, deswegen ich habe auch Luftfederung drin. Okay. Und da steht auch drin, nur in Verbindung mit Luftfederung. Jetzt, wo du sagst. Ja, ansonsten braucht man eben ein Nivelliersystem für die Scheinwerfer. Ja, der ist schön. Du hast den komplett neu lackiert auch? Nein. Das ist Originallack. Originallack? Nur die Haube, also die Front ist neu lackiert worden. Ich habe einen sehr, sehr guten Lackierer, LKW-Lackierer gefunden. Also man sieht jetzt nicht, wo angesetzt ist. Man sieht wirklich nichts. Der Lack ist 20 Jahre alt, der ist jetzt 2 Jahre alt. Und das ist ein ganz toller Mann, der das gemacht hat. Der ist gut gepflegt. Ist da jetzt irgendwas drauf, eine Versiegelung, die du gemacht hast? Nein, Lappen und Spülmittel. Sonst gar nichts. Also Lack muss man auch sagen, Vario ist da ganz weit vorne dabei. Ja, als ich das gefilmt hatte, ich bin mal rundgegangen mit dem Ingenieur von Vario, der hat mir alles mal gezeigt. Mehrere Stunden haben wir gefilmt und die Leute, die bleiben stehen. Wir haben jede Klappe, jede Schraube, alles drum und dran gefilmt. Oft wird Edelstahl verwendet, muss man sagen, Aluminium, also ganz hochwertige Materialien. Ja. So, die Busspiegel, die waren nicht blau, oder? Doch, die waren blau. Also das ist alles original. Lediglich das hier, das war auch in blau, das hat mir also nicht gefallen. Das hat irgendwie so ein trauriges Gesicht gemacht. Deswegen haben wir das in weiß lackiert. So, da ist die DAB Plus Antenne, nehme ich an. Ja, nachgerüstet, ja. Nachgerüstet, das ist gut mit der Antenne? Solala. Okay. Also ich höre eigentlich übers Handy Musik, genau. Habe das gekoppelt mit dem Radio, das ist die ideale Lösung. Okay, das heißt, da hast du jetzt neu gemacht. Bitte nochmal, sorry. Das heißt, sogar in Kroatien kann man dann SWR 3 hören auf der Autobahn. Über Internetstreaming. Ja, das ist auch der neue Trend. Das heißt, man braucht keine riesen Antennen. Die Satzschüssel ist jetzt noch ausgefahren, aber auch das könntest du über die Flatrate hören und gucken. Theoretisch, aber so weit bin ich noch nicht. So weit bist du noch nicht. Ja. Was ist deine Aufgabe normalerweise? Was machst du sonst beruflich? Ich habe eine Bauschildvermietung. Also wir vermieten Konstruktionen für Bauschilder. Okay. Die Werbung für Baustellen. Ja, für Industriebaustellen, Wohnungsbaustellen. Und teilweise auch Veranstaltungen, also Nürburgring, Hockenheimring haben wir auch schon große Werbewände gestellt, also übers Wochenende dann nur. Habe ich mal gesehen in Luxemburg, da gibt es so Ringe, die das machen. Ja. Die haben Aluringe geschweißt und so weiter, da kommen die Baustellenschilder drauf, die mietet man normalerweise, weil man sie nur für eine Zeit lang braucht. Oder? Richtig, ja, wir vermieten diese Konstruktionen. Also das heißt, auf Wunsch auch mit der Beschriftung, mit allem? Mit allem, mit dem Druck, ja. Okay. Also wir machen kein Layout, wir sind reine Handwerker, das heißt wir drucken, produzieren. Stellt ihr auf auch? Ja, natürlich. Wir haben eigene LKWs mit Kränen. Super.
Ja, da braucht man wahrscheinlich einen LKW-Führerschein für, oder? Für den. Ja, geschummelt könnte man mit dem kleinen Führerschein, mit dem alten Dreier fahren, aber er hat 7,2 Tonnen Leergewicht. Also Da bleibt nichts übrig. dürfte meine Frau schon nicht mehr mitfahren. So, auch der Aufkleber ist original, nehme ich Das an. Original noch, ja, ja. Echt? Auch daran sieht man, dass Vario Wert auf Material legt, auf gutes Material, ja. Damals, wie war der Preis denn von dem Bus ungefähr? Was ungefähr schätze? Das war wahrscheinlich einige 100.000 Euro, ne? Also zwischen 500.000 und 600.000 D-Mark, weil zu der Zeit war ja noch D-Mark. Ja, das sind heute Euro. Das ist Ja. so. So, wenn du mir mal zeigst, da ist die erste Klappe. Was ist da drunter? Die erste Klappe, das ist die Wartungsklappe, auch sehr schön gelöst, wie ich finde. Hier habe ich also, kann ich Wasser nachfüllen, hier kann ich meinen Ölstand messen und das ist für den, jetzt muss ich schon überlegen, für irgendeinen Filter eine Anzeige. Das da ist das Kühlwasser, oder? Was du Hier nachfüllst. ist Kühlwasser, ja. Und Genau. hier wird Öl nachgefüllt und Öl kontrolliert, also Komplett Stehhöhe, direkt erreichbar. Ich muss Ja, nicht ja. im Motorraum krabbeln. darf man auch älter werden bei dem Auto. So, hier vorne, da hast du Edelstahlkappen drauf. Die waren schon drauf? Das sind Originalkappen, ja. Die waren drauf. Wie cool. Ja, wenn du da nochmal zumachst, dann gehen wir mal die nächste Klappe. Ich liebe Klappen, das ist immer wie Weihnachten. Man weiß nicht, was drunter ist. Wir haben uns auch vorher nicht innen umgeguckt. Ich habe mal ganz kurz reingeguckt, aber das ist immer so. Das ist auch so. Ja, da sieht man schon die Qualität. Das ist der Wischwasserbehälter in Aluminium auf Maß geschweißt. Der Wischwasserbehälter. Wischwasserbehälter, ja. Da geht auch richtig was rein. Also da kann man ein bisschen an den Scheiben rumspritzen dann. Und auch der hat eine Füllstandsanzeige. Ja, die ist jetzt ein bisschen vergilbt im Laufe der Jahre. Also man erkennt nicht mehr wirklich, was drin ist. Aber es ist so viel Wasser, das kann man gar nicht verbrauchen. Stark. Hier ist auch sehr schön gemacht. Das finde ich auch toll. Hier hat jemand mitgedacht. Hier ist die Entleerung für den Boiler. Und hier kann ich auch den Frischwassertank komplett entleeren. Im Winter zum Beispiel. Im Winter oder wenn ich halt außer Betrieb nehme für ein paar Monate. Weil wir sind ja nicht ständig unterwegs. Und der läuft leer dann. Der läuft Komplett leer. Ja. Ich kann hinten hochpumpen, dann läuft der Tank komplett leer, ist sauber trocken. Ja. Unglaublich, oder? Ja. Das habe ich aber schon gemerkt auf der Messe. Da haben die auch schon diese gleiche Technik verwendet. Also da ist jetzt Alu dran. Das fängt so ein bisschen an zu rosten, zu korrodieren. Aber das macht dem ja nichts. Macht dem gar nichts. Ja gut, das könnte man jetzt eloxiert auch machen, aber das muss nicht unbedingt sein. Das finde ich jetzt nicht schlimm. Nee, ich finde es Aber super. der Dämpfer Also, funktioniert noch, das ist auch so. der Dämpfer geht noch. Ja, einwandfrei. Also hier. Nach Nach 20 Jahren. 20 Jahren. Ja. Also das ist auch nicht das Billigste eingekauft worden, sondern hat man Wert gelegt auf Qualität. Das Rost? kann man schon sagen. Rost an dem Auto? Nein, also gar nicht. So, das ist wahrscheinlich der Auspuff. Ja, das ist gut. Der Auspuff selber hat natürlich schon ein bisschen Korrosion oder kräftige Korrosion, aber das Endrohr haben sie in Edelstahl gemacht, damit man mit sauber aussieht. Ja. Das ist ihnen auch gelungen. Ja. Trinkwasserinzufluss ist hier genau in der richtigen Höhe. Ja, auch das ist schön, ja. Ich glaub, das ist ein gerade komplett. Ja. Genau. Von der Seite, denn die Leute sagen immer, zeig das Auto doch mal komplett. Es ist relativ lang, ich schätze mal so gute 10 Meter. Nee, 8,60 Meter. 8,60 Meter. Ja. Wirkt aber viel größer. Ja, das hängt damit zusammen, das sehen wir nachher drin. Er ist relativ flach. Also er hat nicht dieses hochgesetzte Führerhaus, wie jetzt sehr viel gemacht wird, sondern ich habe noch einen Motorbuckel drin, aber dadurch wird das Fahrzeug insgesamt nicht ganz so hoch. Ja, der Vorteil ist auch die Optik, die ist hier gut geworden. Und wenn man das mal sieht mit der entsprechenden Verlängerung der Linie, die wahrscheinlich aus optischen Gründen, aber die hat doch vielleicht einen gewissen Schutz auch, wenn ich über Äste fahre oder so. Kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Also ich bin da nirgendwo drunter weggefahren. Es ist halt ein schönes Teil. Ist wirklich schön, gell? Ja, unbedingt, ja. Der Vorbesitzer hat ein bisschen viel Elektrik drin gehabt, deswegen die ganzen Antennen noch oben drauf. Die habe ich auch gelassen, damit keine Löcher im Dach entstehen. Der hatte da 2 Navigationssysteme drin und Damals. Radio hinten drin, noch extra im Schlafzimmer und. So, der ist jetzt schon wie lange jetzt in deinem Besitz? 3 Jahre jetzt, 3,5 Jahre. Und die Story, warum ist der weggegangen beim Vorbesitzer? Der Vorbesitzer hat das Fahrzeug verkauft, weil er einen Alkoven haben wollte, damit er mit seinen Enkeln fortfahren kann. Okay. Und das ist halt ein 2-Personen-Fahrzeug, muss man ganz klar sagen. Die nächste Klappe. Ja, die nächste Klappe. Weihnachten. Da ist schon große Änderung passiert. Hier war ein Stromgenerator drin, das hat man damals so gemacht. 7 kW Leistung, also ein richtiger Prügel. Laut? Nee, es ging eigentlich, aber nicht mehr zeitgemäß. Ja. Die Batterietechnik hat sich ja so gewandelt heute, dass man sowas eigentlich gar nicht mehr braucht. Und da hat man jetzt einen Stauraum drin und das Gewicht natürlich. Der hat wahrscheinlich einiges gewogen, oder? Er hat gewogen, vor allem, er hat mir die Vorderachse sehr stark belastet. Da hatte ich ein Problem, ein Gewichtsproblem.
Die war also am Limit, die Vorderachse. Vorne ist meistens weniger wie hinten. Stimmt das bei diesem hier auch? Wie meinst du vorne weniger? Also bei meinem Fahrzeug ist vorne die Achslast etwas wesentlich geringer als hinten. Ja klar, die sieht man eine Zwillingsbereifung schon. Also die Hinterachse trägt meines Wissens nach 7 oder 8 Tonnen sogar und die Vorderachse nur 4,6 Tonnen und das ist grenzwertig. Also durch den schweren Motor, durch das Riesengetriebe, was der hat, schon LKW-Getriebe. Ja. Das ist auch unkaputtbar, nehme ich an, oder? Für Generationen. Ja. Generation gebaut. Also ich sag, da war der Generator drin, alles rausgerissen, die ganzen Träger raus. Das waren über 700 Kilo Gewichtsersparnis dann. 700 Kilo? Ja. Die haben da Eisenträger durchgelegt wie für Atombunker. Ja, Vario halt. Vario. Damit der Generator auf keinen Fall rausfällt. Wie gesagt, 7 kW ist ein ordentliches Gerät. Gell? Ja, da eine Kiste gebaut, schön ausgekleidet mit Filz auch. Da sind jetzt Tanks dabei. Was ist da drin normalerweise in den Tanks? Die Tanks habe ich, wenn ich länger stehe, dass ich das Abwasser wegbringen kann. Okay, verstehe. Ja, dass du nicht hier im Prinzip fahren musst dahin. Richtig, ja. Wir fahren nach Kroatien im Sommer immer für 2 bis 3 Wochen und dann zwischendurch muss ich halt mal ein bisschen Wasser wegbringen. Das lässt mir ja nicht rauslaufen. So, der hat eine Vollluftfeder. Die war schon drin, die Vollluftfeder? Hinterachsluftfederung. Also vorne hat er keine Luftfederung, sondern vorne hat er Blattfedern. Okay. Hinten hat er Luftfederung. Da habe ich auch was gemacht an der Achse und zwar eine längere Übersetzung. Der war relativ kurz übersetzt vorher. Wir haben das Differential getauscht auf die nächste Größe. Dadurch läuft er mit geringeren Drehzahlen und etwas leiser jetzt. Turbo ist es, oder? Ja, der Motor? Sanft Turbo würde ich jetzt sagen. Sanft Turbo. Also was mir aufgefallen ist, dass der Spritverbrauch im Winter wesentlich geringer ist als im Sommer. Ist mir jetzt extrem aufgefallen, 2 Liter weniger. Ist das vorstellbar? Ich messe das nicht. Wie ist der Spritverbrauch hier ungefähr? Liegt so bei 16 Liter Solo und mit Anhänger. Also ich habe manchmal ein 3,5 Tonnen Boot dran, dann liege ich so bei 18, 18,5. Genau, so das sind nämlich keine Spritfresser. Das ist nämlich das, was viele denken. Ich liege jetzt im Moment bei zwischen 13 und 15 Liter. Beim 3 Liter Turbodiesel muss man sagen. Und das ist natürlich was ganz anderes. Da ist der Hubraum natürlich wahnsinnig, oder? Fast 7 Liter. Ja. Fast 7 Liter Hubraum. Das heißt, du fährst dann mit 100 km/h zum Beispiel. Ist das zulässig 100? Darfst du fahren? Nee, 80, ich oder? Ich habe eine 100er Zulassung, aber leider Gottes erkennen nicht alle Landratsämter das an. Also ich habe schon einen Punkt kassiert, weil zum Beispiel das RP Karlsruhe das nicht anerkennt. Echt? Ja, kein Spaß. Aber am ADAC mich beraten lassen, das ist mittlerweile Ermessenssache scheinbar. Man würde das heute nicht mehr erteilen, hat man mir gesagt. Ja, steht aber drauf. Das heißt, ich habe es auch im Fahrzeugschein stehen, ja. Aber trotzdem haben sie es nicht anerkannt. Also ich habe einen Punkt kassiert, weil ich mit 98 geblitzt worden bin. Der ist total schön hinten. Das heißt, das ist zeitlos, oder? Die Lampen? Ja, das sind auch heller Scheinwerfer. Die gibt's, also heller Rückleuchten, die gibt es heute noch zu kaufen. Also genau so. Vielleicht würde man sie heute in rund machen, ein bisschen zeitgemäßer, aber sie erfüllen ihre Funktion, sind auch nicht blind. Also da ist kein einziger irgendwie matt geworden oder sowas. Da hinten ist Ziehen. Du hast schon erzählt, du kannst locker ein Boot ziehen. 3,5 Tonnen Anhängerlast hat er. Ja. Was ja heute auch nicht mehr normal ist. Nee, auch nicht normal, aber das ist auch Vario. Der Rahmen ist richtig solide gebaut. Der darunter, also diese Rahmenverlängerung und Rahmenabsenkung. Das muss man suchen heute, ja. Wie ist denn der Name von dem Fahrzeug? Ist ein Vario Perfect? Und Vario dann? Perfect 850 heißt er. 850 heißt er. Aus Baujahr 2000 glatt. Genau 2000 glatt, ja. Millennium Auto. Hier vorne ist die Rückfahrkamera. Die Rückfahrkamera, die ist auch noch original, oder? Ja, die ist original, aber die sollte man mal tauschen, weil die Auflösung ist heute deutlich besser. Gut, sie ist natürlich hilfreich beim Rückwärtsfahren. Absolut hilfreich. Wäre schön, wenn sie ein bisschen besser auflösen würde. Genau. Aber das. So, ich zeige es mal gerade von hinten. Das ist ein richtiger Liner. Jetzt Breite von dem Fahrzeug ist 250? 250, ja. Das ist natürlich schön für den Innenraum, oder? Schön innen, aber zum Fahren natürlich manchmal ein bisschen knapp. Okay, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Italien fährst, in die Mautstelle rein, die sind sehr eng, die Mautstellen. In Kroatien zum Teil sind sie sehr eng, vor allem durch die großen Spiegel noch. Ja. Also mit den großen Spiegeln hat man schon manchmal ein Problem, da vorbeizukommen. Muss man aufpassen. Also ich bin jetzt durchgefahren in Italien mit 2,30 Meter und hatte das Gefühl, die ist nicht breiter wie 2,30, aber das täuscht, oder? Sie ist tatsächlich 2,50. Ja, hat sie mit Sicherheit, ja. Muss sie haben. Könnten die Mautstellen nicht ein bisschen breiter bauen? Ja, fährst du nicht bei LKWs durch? Die sind breiter, gell? Ja, ich fahre immer bei LKWs durch. Ja, der Vorteil ist, ich muss da nicht stehen. Das heißt, ich suche mir immer die, wo ich durchpasse. Die Strecke, die wir fahren, da müssen wir bei den LKW-Stellen nicht stehen. Die PKW stehen manchmal kilometerweit, aber die LKW... So,
Genau, Spuren sind frei. da ist der neue Hund. Das sieht aus wie ein Windhund. Ja, ist einer. Genau, ich habe selbst 3 Windhunde. Also, dann haben wir gedacht, wie der Herr so das Geschirr. Ja. Ein bisschen, gell? Das ist, glaube ich, hübsch. Die sind sehr, sehr lieb, die Windhunde, muss man sagen. Ganz, ganz zarte Geschöpfe. Ja, er noch nicht. Er ist noch recht ruppig, also in seiner Art. Aber das ist auch ein Windhund aus Ungarn. Die sind etwas anders als die Windhunde, die jetzt England oder Spanien gezüchtet werden. Ja, was jetzt hier extrem ist, dem ist jetzt schon kalt, nehme ich an, oder? Nee, dem ist langweilig. Ja. Der hat Schlange geschlafen, jetzt will er raus. Gut, das ist natürlich bei uns so, wir haben 3 Stück nicht ohne Grund. Ja. Das heißt, die spielen miteinander in der... Ja, das habe ich daheim nicht durchgesetzt bekommen. Gut, ich habe ja auch Windspiele, also das ist nicht dasselbe. Bisschen kleiner, ja. Bisschen kleiner, ja. Ja. Also ich hab einen, der ist ungefähr die Hälfte und der Rest ist viel kleiner. Der ist total lieb, der gefällt mir richtig gut. Der wird noch 70 cm Risthöhe wird er haben, wenn er ausgewachsen ist. Ja, der Puschel interessiert jetzt, gell? Ja, der sieht nämlich aus wie eine Maus. Das haben die anderen Hunde auch schon entdeckt. Ja, die Heckgarage ist groß, gell? Sehr groß, ja. Also ich habe hier, von der anderen Seite müssen wir auch noch mal schauen, da haben wir sich hier eine Seilwinde eingebaut. Eine Seilwinde? Ja, das sind 2 Befestigungspunkte für ein Quad. Ich habe hier einen Can-Am Outlander drin stehen normalerweise. Den ziehe ich da rein, mache den hier an den Befestigungspunkten fest. Den haben wir dabei als Beiboot dann. Ja, und hier vorne sieht man schon direkt, du hast Victron Energy eingebaut. Ja, also das ist für mich, gibt es nichts anderes. Wir haben das auch in den gewerblichen Fahrzeugen. Teilweise schon 20 Jahre drin im Betrieb und die Dinger gehen nicht kaputt. Ja, ich habe eine Mastervolt drin, die ist relativ schwer zu programmieren. Also das ist gedacht für große Kreuzfahrtschiffe. Ja, Wenn du da natürlich nur 1, 2 Batterien, das hier ist viel einfacher, gell? Anschließen, laufen lassen, fertig. Geht. Also ganz easy, wirklich. Funktioniert. Ich Ja. sehe, du hast alles neu gemacht hier drin oder war das schon so? Nein, das ist alles neu. Also die Garage war ursprünglich hier zu Ende. Ja. Das sieht man im Ansatz noch. Das Bett war auch nur 1,60 Meter. Wir haben jetzt ein 2x2 Meter großes Bett. Bin ein bisschen ins Bad reingefahren, damit ich eben das Quad reinkriege. Boah, ist das schön hier hinten. Und du hast unglaublich viel Platz jetzt. Jetzt habe ich richtig Platz, ja. Und auch Beleuchtung. Kann man also auch, Mach mal an. dass man was schaffen kann. Boah, wie krass. Ja. Wäre für, wenn man die Nachbarn nicht stören will, nur ein kleines Licht anmachen. Ansonsten, wenn ich was arbeiten will, das große Licht halt. Okay, das heißt, du könntest jetzt theoretisch hier auch, klar, wenn du jetzt das Quad nicht dabei hast, kannst du Fahrräder reinmachen, alles. Habe ich dabei. Ein Fahrrad habe ich jetzt im Moment dabei. Und können auch 3, 4 Stück drin stehen, ist gar kein Ding. So, die Gasflaschen, die sind nicht gefüllt. Du hast einen Tank, einen Gastank? Nein, ihr habt Glasflaschen. Ja, du hast Gasflaschen? Ja. Achso, da vorne ist praktisch für die Reserve nochmal, oder? Die Halterungen. Ja. Ja. Wenn wir längere Zeit fahren wollten. So, ich zeig mal gerade die Seilwinde. Ja. Das ist, der Hersteller ist gut? Das weiß ich jetzt nicht. Das Funktioniert. Ist eine relativ einfache für 100 €. Also die tut ihr Dienst. Ist ein bisschen laut, aber JMS, also wenn das jemand die Leute interessieren sich mal, was da eingebaut ich ist. denke, Ja. das ist China-Ware. Also da muss ich ganz ehrlich sein, da Aber für lege ich keinen großen Wert drauf. 2, 3 Mal irgendwas reinmachen, das geht. Ja. Reicht vollkommen aus. Man kann auch 1.000 oder 2.000 investieren in so eine Winde. So, der Kleine geht runter. Der ist aber nicht weg, oder? Das ist ein Jagdhund. Der ist nicht weg. Der Ja, bleibt super. da. Ja, sie tut ihren Dienst. Und da vorne sind die... Stühle fest. Das ist schon gut mit dem Licht, weil das ist ja innen jetzt ein bisschen dunkler durch den Beschlag und Ja. trotzdem ist es hell. Ja. Und eben den Filz habe ich reingemacht, damit es ein bisschen Geräusche dämpft, wenn da hinten was kleppert. Ja, und der Füllschlauch, ich habe einen zum Rollen, das brauchst du gar nicht, du hast einen ordentlichen. Also hier haben wir die Gasflaschen dann drin. Ja, 2 Stück Alu. Das ist jetzt nicht so der Traum vom Bestücken, aber gut, muss ich nicht so oft. Ja, aber die sind ja nicht so schwer, die Alugas. Nee, die gehen gut so, raus. die Also gehen so nur ein los. bisschen hakelig da oben, aber ja. So, da ist ein Duo-Control, oder was ist das? Duo Control, der ganz neue eben, dass man auch während der Fahrt die betreiben kann. Und drunter sind Wagen. Also ich kann innen drin ablesen, was in den Flaschen noch drin ist. So Ja. Ultraschall-Wiegeeinheiten sind das. Und das ist gut, das funktioniert? Absolut, ja. Ja. Ist von Truma, also perfekt. Sehr schön. Das heißt, per Bluetooth nehme ich an, geht das, oder? Nee, das ist noch Kabel. Analoges Fahrzeug. Ach, funktioniert. Ja, funktioniert. Ja. Das ist schön. Ja. Oben? Hier oben habe ich mein Werkzeug drin, also meine Notversorgung sozusagen, falls mir irgendwas kaputt geht. An einem Wohnmobil ist immer irgendwas. Und du magst das Multiplex-Sperrholz, das liebst du? Das ist Pappelsperrholz. Ja. Das ist sehr leicht und lässt ja gut bearbeiten. Und da ist auch nichts mit irgendwie verziehen durch Feuchtigkeit oder so? Nee, eigentlich nicht. Das ist das Holz, mit dem die normalen Hersteller ja ihre Fahrzeuge auch ausrüsten. Nur folieren sie es halt, in dem Fall habe ich es halt roh gelassen hier hinten drin. Das ist ja auch vollkommen unwichtig. Ist ja der Stauraum nur. Ja.
Ich zeige mal gerade hier vorne die Victron Energy nochmal, denn Aber auch das hier sieht man wieder schön, wie die arbeiten bei Vario. das habe ich auf der Messe, habe ich das stundenlang gefilmt, also speziell die Aufnahmen. Das Teil ist gesägt, zusammengeschweißt, sauber verschliffen. Also da gibt es nichts. Und auch die Dämpfer funktionieren noch einwandfrei. Also die heben noch voll das Gewicht. Ja, da gibt es gar nichts. Warte nochmal. Ganz, ganz selten. Kennt jeder Pkw-Fahrer, dass die Motorhaube irgendwann nicht offen bleibt oder der Kofferraum nicht offen bleibt. Ja, das ist auch toll hier. Du hast gar keine Kante hier unten. Da war vorher eine Kante? Nee, das war so. Das Heck ist wirklich schön abgesenkt. Man sieht hier den Träger, der das also dann das Gewicht aufnimmt. Ich kann, glaube ich, 700 Kilo darf ich da reinladen in den Heckstauraum. So, der ist jetzt 20 Jahre alt. Da ist noch kein Rost drauf, der entsprechend wesentlich ist für die Tragfähigkeit. Also hier so Flugrost. ein bisschen Flugrost hat man natürlich, klar. Der ist ja auch bewegt worden. Der hat ja auch schon ein paar Kilometer runter. Hubstützen hast du eingebaut? Nee, die waren drin. Die waren drin. Die waren drin. Auch schön analog. Wird man nachher sehen drin. Ja, ich habe ja auch die Hubstützen von Goldschmidt drin. Die haben noch einen Hebel. Wenn sie mal nicht mehr elektronisch funktionieren, die gehen ja noch analog. Diese selbstnivellierenden, da habe ich jetzt schon die tollsten Sachen gesehen auf Campingplätzen. Also dass die Fahrzeuge bis ans Ende rausgelupft werden und dann reicht es halt nicht mehr. Hier kann ich selber einstellen, kann auch selber bestimmen, ob ich nur einfach abstützen will oder wirklich hochlassen will. Okay. Und das finde ich das Schöne. Okay, das heißt auch, du könntest theoretisch einen Reifenwechsel machen damit? Kann ich komplett rausheben, ja. Gut. Komplett. Das ist auch zugelassen dafür, gell? Ja, gehe ich davon aus, wenn er so hoch bringt von der Kraft her, dann müsste Da das steht bei mir nämlich in den Papieren drin, ich darf's. Ja. Also, und ich habe andere gesehen, da darf man es nicht. Ich habe nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ist nicht schlimm. Ja, ist eine Riesenklappe. Ich zeig dir mal. Das Schöne ist, du bist immer im Trockenen, oder? Nee, nicht ganz, weil das Wasser Das läuft da rein? natürlich hier runter an der Kammer. Okay. Also das ist nur bedingt nutzbar. Ist nur bedingt nutzbar, aber zumindest es regnet dir nicht direkt aufs Haupt, oder? Nein, auf keinen Fall, ja. Aber es ist eben ein sehr, sehr großer Stauraum. Ist doch wichtig wegen diesem Quad, was ich mitnehmen wollte. Kann ich komplett durchgucken, das ist ja cool. So, das ist, ja, es gefällt mir sehr gut. Das Also, ist natürlich kundenspezifisch. Bei Vario machen die ja mit oder ohne Klappe, eine Seite, zwei Seiten, wie das der Kunde haben will. mit Auto, ohne Auto, wenn man das will. Ohne Auto, ja. Hatte ich auch schon einen mit Garage hinten, aber das war dann doch zu lang. Hier mit dem Fahrzeug, was hier drin ist, der Quad, ist das gut nutzbar am Campingplatz? Perfekt. Also es ist ein großes Zwei-Personen-Quad. Can-Am Outlander Max heißt das Ding. Genau. Zuladung, Koffer, alles dabei. Ja. Muss bloß die Spiegel wegschrauben, dass er reinkommt. Okay. Hab zwei kleine, so klappbare Alu-Rampen dabei dann. Ist da noch Platz drin anschließend? Alles das steht noch drin. Steht noch drin. Also das Quad steht bis hierher ungefähr. Ja. Dann habe ich hier noch mal eine Leiter drin. Also einen Kühlschrank haben wir auch dabei, ne? Im Sommer. Extra Kühlschrank nochmal. Ein Kompressor. Kompressor für Getränke, ja. So, machen wir mal zu. Zeigen noch mal ganz kurz die andere Seite. Ich nehme mal an, du hast Lithium drin. Nein, noch nicht. Nein, AGM. Ich habe noch AGM drin, ja. Aber das funktioniert natürlich, wenn man nicht so aufs Gewicht achten muss, fast noch besser, denn ich kriege die AGM-Batterien überall. Wenn ich mal unterwegs bin, irgendwo in Spanien. Das war eine Preisfrage am Anfang noch, da habe ich ein bisschen gespart, weil Lithium ist doch eine andere Investition. Ja, das wird auch laufend billiger, muss man sagen. Das heißt also. Vor 3 Jahren waren sie noch sehr viel teurer. Sehr viel teurer. Außendusche war schon drin? Nein, die ist auch, ja, auch custom made. Auch diese ganzen Schalter, das habe ich alles ein bisschen spartanischer gemacht, dass das nicht so technisch aussieht. Die ganze Wand war vorher voll mit Wandlern und der allererste Besitzer war wohl ein 24-Volt-Fan, der hat alles in 24 Volt gelegt. Du hast 12. Ich habe 12, ja. Und der hat dann runtergespannt auf 12 Volt, also sehr, sehr aufwendige Technik. Okay, das heißt, du hast alles rausgeschmissen an Technik, was drin war? Alles. Die Kabel auch? Ich habe auch ein paar Kabel erwischt, die ich nicht hätte erwischen sollen, aber Komfort. Ja, wieder Ist das geflogen. schwer? Das heißt, du musst die Kanäle ja auch alle erstmal suchen gehen, die da gelegt worden sind. Nee, das lag, also unter dieser Abdeckung liegen alle Kabel drunter. Das war auch schon vorher so. Da kam so ein Bündel aus der Mitte vom Fahrzeug raus und da waren alle Kabel drin, aber nicht beschriftet leider. Und anhand von Dicke und so konnte ich dann feststellen, was wohin gehen könnte. Und wenn man da jetzt entsprechend nachfragt bei Vario, gibt es da auch mal ein Handbuch, eine Einbauanleitung oder sowas? Oder haben die das, die Elektriker damals gelegt, wie sie dachten? Das kann ich nicht sagen. Also ich habe einen riesen Schaltplan dabei, aber ich habe nie reingeguckt. Okay. Oh, guck mal da, die beiden. Jo. Gut, er geht nicht weg. Nee. Ja, ich weiß noch, Windhunde, die laufen schon mal gerne im Wald. Der ist ja noch jung, der bleibt beim Herrchen. Oh, ist das süß.
Kurz unterbrechen, geht Ja, klar. Ja, gar kein Problem. Wie süß. Ja, wir sind ja mitten am Campingplatz und Camping und Hunde, das gehört dazu. Wir stehen übrigens an der Mosel in Klüsserath. Das ist der Platz, wo ich glaube, man sich frei hinstellen kann, ohne große Parzellierungen. Jeder hat Platz ohne Ende. Das ist das, was die meisten dann auch sagen. Ich zeig mal gerade hier vorne, da steht zum Beispiel einer und der hat dann mal eben so mal 10 Meter. Und an der Mosel sind ja alle Plätze im Moment komplett voll. Ja, das Variomobil. Wie cool. Da ist es. So, und er regt direkt Aufmerksamkeit, oder? Der Windhund. Der Hund auf jeden Fall, ja. So. Ein bisschen unruhig. Ja, ich kenne das. Also wir haben jetzt gerade nochmal einen Welpen bekommen. Der ist jetzt auch 5 Jahre, der ist jetzt 5 Monate alt. Ja, auch 5 Monate. 5 Monate, aber die sind halt viel kleiner. Also im Rudel geht das. So, wir machen den mal hinten rein, oder? Nee, das war Spaß. Nicht. Nee, weil du es eben gesagt hast. Ja, schön. Hier vorne ist die Wäscheleine. Ja, muss auch sein. Aber auf der kürzesten Reise wird mal was nass. Das ist ein schönes E-Bike. Was ist denn das für eins? Das ist aus der Schweiz. Back to Green heißt die Marke. Das ist auch was ganz Besonderes. Die machen auch Custom Bikes, also so wie man es haben will. Der gute Bafang-Motor, einer der meistverkauftesten Motoren überhaupt. Kommt aus China, hat einen Drehmoment wie Bolle. Aber unglaublich. Ja. Aber unglaublich. Das Ding geht wie Feuer. Okay. Krass. Ja, schön. Schön ist es. Seltsamerweise aus der Schweiz, aber zu einem sehr guten Preis. Also da gibt es in Deutschland kein Fahrrad dafür. Krass. Nee, gefällt mir gut. Weil die Schweizer klingt ja immer teuer. Klingt teuer, aber in dem Fall nicht. Das war dabei, das Fahrrad. Nee, das war nicht dabei. Okay, das heißt, du schickst das Fahrrad hin, oder? Nein, die bauen das. Die bauen das für dich. Du sagst, wie du das haben willst und die bauen das dann für dich. Krass. Ja, vielleicht mal demnächst. 3 verschiedene davon. Da ist die nächste Klappe. Nächste Klappe. Das Fahrrad mal kurz weg. Das ist ein ganz normaler Stauraum. Wenn du mir den Namen noch verrätst von dem Hund. Charlie heißt er. Charlie. Ja. Ganz einfach, oder? Ja, ganz einfach. So, Staubsauger. Staubsauger natürlich auch. LED-Lampen drin. Beheizt auch der Raum hier. Da können wir also auch Sachen, die empfindlich wären, lagern. Und du bist ein Fan von Hunden? Du hattest vorher auch schon Hunde? Wir hatten früher Hunde, Dobermänner hatten wir immer. Jetzt 10 Jahre keinen Hund, aber ja, man kann leben ohne Hund, aber muss nicht sein. Nee, das macht keinen Spaß. So ist es. So, hier vorne hast du das Fliegengitter mit drin. Das ist so ein, was ganz Tolles. Das ist nicht irgendeins, sondern aus Metall. Das ist aus Metall, das ist so ein amerikanisches Fliegengitter. Ich habe bloß den Schieber weggemacht, weil der kleppert so. Das hat mich ein bisschen gestört. Jetzt brauche ich sowieso keins. Fliegen gibt es gerade keine. Nee, es gibt keine mehr. Zu kalt. Zu kalt. Und So, zu wenig. ich ziehe mal die Schuhe aus. Ja, das wäre toll. Dann gehen wir mal rein, denn dieses Fahrzeug hier ist nämlich tatsächlich komplett. Hier ist das ein Aster. Genau. Also da vorne. Warte, eins weitergehen. Ja, es geht. So, dann zeige ich es mal gerade, denn das ganze Fahrzeug ist komplett mit Teppich ausgeschlagen, aber nicht irgendein Teppich, sondern ich befürchte, dass hier ist Objektraumteppich, der drin ist. Ware, ja, klar. So, das werden wir gleich mal erklären, was eine Objektware ist, denn das wissen viele nämlich nicht. Objektware, wenn du es mir mal kurz erklärst. Ja, Objektware ist halt höher beanspruchbar, weil es ja gedacht ist für Rollstuhl zum Beispiel, also, oder für Schreibtischstühle, dass sie rumrollen können. Es ist geeignet, auf Treppen zu verlegen, weil es dicht genug ist, das Material, und sehr gut zu reinigen. Ja, extrem gut. Das heißt, Ja. du kannst da, egal was da reinkommt, du nimmst einen Nasssauger, kannst es raussaugen. Gell? Sauber, ja, klar. So, und das Raumgefühl hier ist schon ein Hammer, oder? Ja, das war das, deswegen habe ich den gekauft. Ich habe immer den gleichen Grundriss, egal welches Fahrzeug ich habe, Barversion, Badezimmer, Schlafzimmer ganz hin. So, das zeigen wir gleich mal, was du alles geändert hast. Du hast aber den Stil von dem Fahrzeug nicht zerstört. Das ist das Schöne. Ja, es sollte bleiben. Also die Möbel sind toll gemacht, die sind auch schon modern, muss man sagen. Die Fronten, die gefallen mir sehr gut. Immer noch nicht der hinten, das ist neu. Genau, das ist neu hinten, das Bett, gell? Das ist komplett neu. Im Schlafzimmer. Ja, du hast ein Raumbad, ein Schlafzimmer gemacht, wie auch zu Hause, was viele haben. Ja. Man sieht schön die Breite jetzt mit 2,50 Meter, das ist sehr Es ist links angenehm. und rechts vom Bett noch sehr viel Platz, also genug Platz für die Heizung. Dass das So, ich gehe mal kurz rein, vielleicht fangen wir einfach mal hinten an. Normalerweise fange ich immer vorne an. Die Dusche, man merkt, du hattest wohl mal eine Dusche, das ist nicht schlimm, du hattest mal eine Dusche, die
Die mal kleiner war, gell? Nee, die war schon genauso drin. Nee, damals, bei einem Wohnmobil davor, oder ist das erste Wohnmobil für dich? Nee, es war ein 7., glaube ich. Ein 7. Ja. Aber das ist wahrscheinlich die größte Dusche, die ihr hattest bisher. Nee, nicht. Schon eine größere Schon gehabt. eine Größe gehabt. Jetzt moderierst du schön an und du... Die Dusche war also so drin, nur war das so Kunststoffverkleidung und die hat gekleppert ohne Ende. Das Glas? Deswegen wird die rausgeschmissen, die kleppert halt nicht mehr. Jetzt zeigt man gerade hier vorne ein richtiges Waschbecken wie zu Hause. Ja. Das ist eins von zu Hause? Das ist ein Waschbecken für zu Hause. Auch der Wasserhahn ist für zu Hause. Das habe ich alles getauscht, damit es eben moderner wird. Vor 20 Jahren haben die Wasserhähne noch anders ausgesehen. So, mal Licht machen auch. Ach, das ist schön. Da war so ein typischer Alibert drin, das hat mir überhaupt nicht gefallen, der musste weg. So ein Alibert, so ein fürchterlicher. Ja. Gut, das hat man damals so gemacht, gell? War toll, keine Frage, aber gefällt mir halt nicht. Deswegen musste er weg und ja, habe ich ein bisschen mehr Platz bekommen hier. Ja, du hast das Bett modifiziert, das hast du schon erzählt. Das Bett ist jetzt viel größer. 2x2 Meter, Da schläft man gut. hervorragend. Auch natürlich mit dem Folly-System drunter, das ist sehr zu empfehlen. Das war schon, nee. Nee, das war nicht. So, und die Matratze drauf, was hast du da gewählt? Auch neu, die Matratzenmanufaktur heißt die Firma. Müsste ich nachschauen, Ja. weiß ich nicht mehr. Also die sind im Internet, die heißen Im so. Internet. Und da, Der macht die Dinger auf Maß. Und da kannst du ordern, wie du ja, willst. zu einem wirklich guten Preis. Okay. Was eine Besonderheit ist, wenn man nachts Pipi machen muss, dann kann man so ein kleines Licht nur anmachen, In damit Blau. der andere nicht geweckt wird. Ja. Genau, das blaue Licht, das stört nicht so sehr, gell? Das stört ganz wenig nur, ja. Ach, wie schön. Ja. Und die Schränke waren schon drin? Nein, die sind neu. Die sind komplett neu gemacht. Die hast du selber gebaut? Ja. Echt? Die sind selber gebaut. Das Einzige, was noch original ist, sind die Dämpfer hier. Genau, die habe ich schon gefilmt in dem anderen, also in einem ganz teuren für, ich glaube, 1,5 Millionen, da sind die auch drin. Ja. Die Dämpfer sind sehr klein, funktionieren aber gut. Funktionieren gut, ist mal Feder drin, quietschen ein bisschen. Mhm. Aber sie tun ihren Dienst. Die habe ich noch behalten, der Rest ist neu. Ich zeig mal gerade, da vorne ist das Fenster, das Original noch. Fenster ist original, aber die Rollos auch nicht mehr. Also ich habe jetzt die hier reingemacht. Vorführeffekt. So. Ah, jetzt geht's. Okay, die kennt man ja, das ist auch sehr praktisch, oder? Ja, die sind sehr praktisch und die alten waren halt, ja, die waren halt wie sie waren. Das ist jetzt halt. Jetzt hast du ein sehr, sehr gutes Raumgefühl. Da hinten ist auch der Teppich. Das ist die gleiche Objektware quasi, in einer anderen Farbe. Andere Farbe, ja. Genau, das heißt, auch die ist super zu reinigen, wenn da mal irgendwas gegenspritzt. Alles neu gemacht. Alles neu gemacht. Das Raumklima, wenn man so einen Teppich an der Wand verwendet, ist Wahnsinn, oder? Das heißt, du hast die Die Akustik. Dämpfung ist da. Ja. Also es hat einen großen Nachteil. Wir haben mal hier ein Sonos Soundsystem drin gehabt. Das ist Ja. total abgeschmiert. Das war Da hörst tot. du nichts mehr. Echt? Ach so, das lebt ja über die Reflexion. Ja, das lebt durch die Reflexion. Es war wie ein ganz billiger Lautsprecher. Also war er völlig weg. Ja. Ja. Ja klar, das lebt nämlich, das macht sogar fünf Lautsprecher simuliert das und Ja, so, ja. das funktioniert dann gar nicht mehr. Aber die waren weg. Ja. Aber das ist so, es ist trocken, das Klima, das nimmt auch ein bisschen Feuchtigkeit auf, glaube ich, wenn man duscht, gell? Ja, nimmt Feuchtigkeit auf, aber dafür habe ich die Lüftungen ja. Aber das ist halt dieses Gedämpfte, diese Geräuschkulisse, die hier drin herrscht. Und die Heizung Diesel oder was ist hier drin? Gas. Gas, eine alte Ja. Fußbodenheizung. So, und da sind wahrscheinlich die Konvektoren drunter. Richtig, ja. Ringsrum einmal umlaufend. Hast du Fußbodenheizung hier drin? Hier hinten nicht, nur vorne. Nur vorne. Okay. Der macht aber, wenn du willst, macht er gut warm, oder? Merkst du ja. Tür ist offen, also es ist angenehm warm hier drin. Es ist fast zu warm. Ja, aber ich mag es lieber zu warm und dann ein Fenster auf. Ja. Ich meine, das klingt dann zwar komisch, also für die Umwelt, aber du Aber weißt, wie es Gas ist. ja sauber. Gas ist sauber. Mach mal kurz auf die Dusche, Ja. dass ich mal kurz reinfilmen kann. Der Charlie. Ja, die Wände, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Die Wände sind von 3M, so Architekturfolie nennt sich das. Ja. Das ist ein ganz, ganz hochwertiges Material. In Carbonoptik Silber, Carbonoptik Weiß. Mhm. Ich nehme an, du lernst wirklich bei jedem Schritt dazu, oder? Absolut, ja. Immer wieder. Und vor allem ist es interessant, was haben sich die Erbauer damals dabei gedacht? Leitungsführung, Ja. Wassersackvermeidung und. Also die haben sich richtig Gedanken gemacht. Die haben sich die Gedanken gemacht. Also Okay. die sind keine Anfänger gewesen, die das gebaut haben, das Auto. Also Vario würdest du unterschreiben, ist wahrscheinlich eines der besten Wohnmobile der Welt, kann man das sagen, von der Verarbeitung? Einer der letzten Handwerksbetriebe noch, glaube Ja. ich. Okay, das heißt, wenn ich ein Vario kaufe, kriege ich ein Stück Handwerksqualität. Mit Sicherheit, ja. 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 Keine Fließbandarbeit. Ja. Genau, das jeden ist das. Du hast einen mega großen Schrank. Also Ja. darf man den mal aufmachen? Ja, natürlich. Das ist noch Original Vario, nur noch Ja. zum Teil genutzt. Das ist abfotografiert vom Schrank, vom alten Schrank und neu gedruckt, dass ich meine Belegung habe.
Auch da sind die Farben aufgeführt, wenn man nachlackieren will. Ja, da kann man nicht so viel falsch machen hier, oder? Das heißt, das funktioniert, da sind Sicherungsautomaten drin. Ist nur noch die Hälfte im Betrieb, aber das ist was Wichtiges. Sieht doch gut aus, ja. Da vorne hast du dann die Unterhosen drin. Das Schöne ist, wenn man wegfährt, du hast richtig viel Platz. Ja, unten ist mein Hängeschrank. Also wir brauchen keine großen Sachen, wir haben nicht so viel dabei. Ja, ich habe ja meistens T-Shirts dabei, muss ich sagen. Da ist auch schön die Verrohrung drin. Ja. Wo ist das her, das Wasser? Tankentlüftung. Tankentlüftung. Das ist Fäkaltank und Abwassertankentlüftung. Wird übers Dach rausgeführt. Ist das schlimm, der Geruch manchmal? Ich mag gar nichts. Gar nichts. Nee. Denn du hast hier eine... Ach, du hast eine Toilette, die direkt auf dem Tank sitzt. Ja. Die habe ich also auch getauscht, eine neue. Die alte war zu niedrig. Die Das heißt nichts mit irgendwie zusammenhacken oder sowas. Nee, brauchst du nicht. Da ist eine Kugel drin, ne? Eine Hacke habe ich einmal gehabt, nie wieder. Also mal so lieb es die mal aufmachst. Ja, gerne. Dann kann man das System mal erklären. Da ist eine Kugel drin und da steht das Wasser. Da steht das Wasser. Man öffnet, fällt den Tank runter, so, spült nach, lässt los, lässt noch ein bisschen Wasser rein, damit also 100% dicht ist. Unkaputtbar, muss man sagen. Ja, die Toilette, die vorher drin war, ist jetzt in einem anderen Wohnmobil drin. Ich habe mir bloß die größere gekauft, die etwas höher ist. Das ist aber eine gute Idee. Also das ist eigentlich die beste Lösung auf dem Tank, weil ich brauche da nichts zum Umpumpen, kein Zahacker, gar nichts. Wenn der E-Ring reinfällt, geht die Toilette immer noch. Sparsam vor allem. Ja. Ach so, ich brauche wenig Wasser. Du brauchst wenig Wasser und du brauchst nicht so viel Tankvolumen. Also ich habe eine Zaga-Toilette gehabt mit dem 300-Liter-Tank im vorletzten Wohnmobil. Die hat uns 6-7 Tage gereicht. Jetzt haben wir hier das Material schon schön hier von 3M. Ja. Das ist so eine Optik in Carbon, so ein bisschen weiß. Mhm. Ich hoffe, man kann es sehen. Und das ist dicht, ist wasserdicht. Absolut, ja. Aber teuer, oder? Ja, nicht ganz billig. So, das war schon drin hier, die? Das war drin, aber natürlich auch in Schleiflack, wie man es halt 2000 gemacht hat. Das ganze Schlafzimmer war in Schleiflack weiß. In Schleiflack weiß. Ja, das ist natürlich nicht so. Als du reinkamst, du hattest schon direkt vor deinem Auge, wie es später aussehen würde, vor deinem Geistigen? Nicht, aber ich habe vor nichts Angst. Ja. Deswegen wusste ich mache es mir so, wie ich es haben möchte. Das hat sich dann auch entwickelt beim Bauen. Bauzeit? 8 Monate ungefähr. Am Stück? Jeden Samstag, Sonntag. Okay. 8 Monate hat deine Frau dich quasi nicht mehr gesehen. Ja, das kennt sie. Das kennt sie? Ist nicht der erste. Nicht der erste, ja. Aber der ist sauschön. Also gefällt mir richtig gut. Schublade drin. Hast du selbst gebaut, die Möbel? Ja. Und du kannst das offenbar? Ja, ein bisschen. Also ich habe mir die Platten natürlich beschichten lassen. Ich habe keine Beschichtungsanlage. Das ist ganz normales Pappelsperrholz mit HPL beschichtet, beidseitig. Also wie eine Küchenarbeitsplatte. Was ist das für Material? Die Platte, die schwarze? Ja. Das ist eine ganz einfache Küchenarbeitsplatte. Echt? Gibt es in allen möglichen Dekoren. Das ist eine Küchenarbeitsplatte, ja. Ja, und die ist auch entverleimt dann an der... Oder wie hast du es gemacht hier an der Seite? Die Kante. Die Kante? Aufgeleimt, ja. Aufgeleimt. Ja. Wie man es so macht? Ja, wie ein Schreiner halt macht, mit Leim und Zwingen und Zulagen. Also nicht mit der Bügel? Nee, kein Bügeleisen. Nein. Das ist was für Obi-Kunden. Für Obi-Kunden, hat er gesagt. Falls du nicht gehört. Entschuldigung, ich wollte niemand nach. Nein. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja. Also das ist, ich weiß ja, was du meinst. So, da oben sieht man das große Fenster, war das schon drin? Das war drin, ja. Allerdings musste ich den Rollo musste ich auch tauschen, der war kaputt. Aber da gab es noch alles? Gab noch nicht ganz, also ist ein bisschen modifiziert. Das Modell sieht heute etwas anders aus. Mhm. Aber es geht. Ja, du hast ja eben noch erzählt, Jahre ist eine lange Zeit, ja. die Rücklampen, ja gut, aber im Jahr 2000 haben wir gedacht, hey, wir sind alle noch jung, wir werden nie älter. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, ans Jahr 2000, heute ist Jahr 2000. Mein Gott, da gab es noch diese Scheiben, die man reingelegt hat, um Filme zu gucken. Kannst du dich noch erinnern? DVDs. Ja. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail, das ist die Tür. Ja, achso, Ich zeige nur mal gerade den Beschlag von der Tür. Also das kann man reindrücken, damit Ja. man sich nicht verletzt. Rausholen, das ist richtig High-End, also wirklich Möbelbau vom Feinsten. So, und da ist ein Spiegel. Auch vom Gewicht her. Vom Gewicht, die wiegt was. Wenn man zumacht, ist Ruhe. Also da kann vorne jemand Fernsehen gucken, hinten hört man nichts. Kann man die Tür während der Fahrt zulassen und die geht nicht auf? Da muss man sie mit dem Schlüssel verschließen. Das würde aber gehen. Würde gehen, ich muss bloß gucken. Okay, Die weil- klappen auf jeden Fall irgendwie. Okay, das geht. Also wenn du jetzt die Klimaanlage zum Beispiel, du bist in ganz heißen Ländern, ich nehme an, du kannst die Klimaanlage während der Fahrt betreiben, wenn der Generator geht? Nee, nicht Generator, über den Victron. Über den Victron, Ja. okay. Nee, ich meine der Stromgenerator vom Motor, die Lichtmaschine. Die Lady-Batterie. Genau, die Lady-Batterie Ja. schiebt das in den Victron Genau. und der Victron liefert die Ich habe einen Energie. Ladebooster auch drin, Ja. von 24 auf 12 Volt. Stark, der Ladebooster? 70 Ampere, glaube ich. 70 Ampere. Ja. Okay.
70 Ampere bei 24 Volt. Bei 12 Volt. Bei 12 Volt. Also 70 Ampere, 12 Volt kommen raus. Okay, verstanden. Das heißt, der packt die gerade so. Ich nehme an, du kannst den laufen lassen während der Fahrt? Ja, kann sie laufen lassen, aber haben wir noch nie gebraucht eigentlich. Ja, ich war jetzt in Italien, war es so heiß, Ja. dass die Fahrhausklima hat es nicht gepackt. Also die packt Und das dann- sehr gut. Hat 35 Grad gehabt. Ja. Gut, das ist vielleicht auch eine andere Technik wie der Daily. Ich guck mal gerade hier vorne. Ja, genau, das geht. Ich zeige schon mal kurz die Küche und zeige mal den Wohnraum. Da ist er doch. Entschuldigung. Ach, guck, da ist er doch. Er ist drin, oder was? Ja, ist Ruhe. Gibt Ruhe jetzt. Ich hatte mal. Die Fußbodenheizung merkt man direkt. Ja. Ich hatte mal die gleiche Decke wie du. Genau dieselbe. Okay. Die ist cool. So, ich zeige mal ein kleines Detail. Die Küche. Das Holz ist ein Original. Die Küche ist bis auf den Roller original. Und die Strahler natürlich, das ist alles LED ausgetauscht. Mhm. Daran sieht man auch die gute Arbeit von Vario, das Furnier ist perfekt. Absolut perfekt. Ja, man sieht auch, das ist aus einem Stück hier. Das heißt, die haben ja ein Furnier verwendet für alles, durchlaufen lassen. Ja. So, das ist aber auch die Sprache von Vario. Das heißt, die haben ja diese klaren Formen, ich sag mal, die Schränke, die werden nicht unterbrochen. Das ist eine Linie. Das ist, guck mal hier, wenn du dich mal gerade nach vorne mal auf den Sitz mal setzt, dass man mal das Raumgefühl vorne auf den Beifahrersitz, dass man nur mal das Raumgefühl sieht, wie krass das Raumgefühl ist. Ja. Gut, bei 2,50 Meter Breite hast du richtig viel Raum. Und da vorne ist natürlich die Barversion. Ja. Das ist schon toll, die Barversion, oder? Das heißt, man hat viel Platz. Ich möchte nichts anderes haben. Also für 2 Personen oder damals waren wir noch 3 Personen mit Kind, reicht das vollkommen aus. Weil der Tisch ist dann im Weg, bei der Barversion hast du das nicht. Nee, Und ich kann aber ausziehen. Also wir haben da auch noch eine Einlegeplatte, die ist noch nie benutzt worden, aber theoretisch könnten wir den Tisch verteilen, also ausziehen, dass wir hier zu dritt sitzen können. das mit dem Motor finde ich gar nicht so schlimm, dass es hier hochgeht. Oder das ist eine Altersfrage natürlich. Also ist schon ein bisschen eine Turnerei, muss man sagen hier. Du bist das Baujahr, was bist du? 59. 59. Ja, Heißt, du bist plus 9, 52 und 9. 61. Ja, 3, Januar wäre 62. Ja. 62. Ja. Ja, Fernseher hast du gut gelöst. Oben war ein Schrank drin mit diesen typischen Fernsehern, die man früher hatte, 32 cm, unheimlich tief. War auch im Schlafzimmer einer, den haben wir ganz rausgeschmissen. Achso, das war eine Röhre oder war das flach? Ja, richtig. War Röhre. Ja. Das war noch richtig 90er Jahre. So, und der Fernseher, der bleibt aber nicht da, Nee, der oder? bleibt nicht da. Wir wollten einen relativ großen Fernseher, haben auch mehrere verschiedene Modelle probiert, wegen dem Ton, weil das ganz schwierig ist in so einem Fahrzeug. Also der Löwe passt perfekt. Leider gibt es Löwe nicht mehr. Der wird einfach hier rausgezogen, Kabel abgezogen. Das zeige ich mal. Da ist eine große Schraube drin, Ja. Was ist das, 14? M12. M12. Ja. Und der steckt einfach da rein. Ja. Kann er nicht weg. So, du nimmst ihn quasi ab, wenn du ihn nicht mehr Ich nehme brauchst. ihn ab, stecken in den Schrank oder ins Bett rein und gut ist. Halt. Da ist der Fernseher, tatsächlich. Ja. Sag mal, auf die Idee ist ja noch nie einer gekommen. Du hast einfach eine... Wie einfach. Ja, weil ich hatte erst einen zum Runterklappen. Ja. Der hat während der Fahrt gekleppert, das hat mich gestört. Dann hing er da oben. So, Ja. dann haben wir steifes Genick gehabt. Ja. Auch nicht schön. Das ist jetzt die ideale Höhe. Der Klang passt. Der ist leicht, der Fernseher? Ja, ein LCD, so ein kleiner halt. Ja. Der wiegt nicht viel, kannst du einfach rausnehmen. 4-5 Kilo oder so. Ja. 4-5 Kilo. Und hier habe ich eine Steckdose. Und das Kabel verschwindet hier im Schrank. Das kann ich hier oben hochziehen. Sache von ein paar Minuten, Weg. 2-3 Minuten, Ja. da bist du fertig. Wegen einer Nacht baue ich den nicht auf, den Fernseher. Tablet, ja. Ein Tablet Aber wenn gucken. wir halt mal länger stehen, kommt er rein und gut ist. So, ein Reisebusmotor. Du hast ja erzählt, der ist unkaputtbar, 100.000 Kilometer auf der Uhr. Das ist Hab ich gar auch nichts, gesagt. oder? Nee, der ist gerade gut eingelaufen. Mehr nicht. 7 Liter oder was? 7 Liter, 0 Ölverbrauch, gar kein Öl. Jemand vergessen, der Besucher vorher. Großes Lenkrad, das liegt doch gut in der Hand. Ja, hat man heute nicht mehr. Das ist ja noch eine hydraulische Lenkung. Heute hat man elektrisch unterstützte Lenkungen. Das ist Lenkrad kleiner. Aber das ist halt noch, ja. Beim LKW muss es so groß sein, falls die Hydraulik ausfällt, dass man trotzdem noch lenken kann. Deswegen hat man so diese großen Lenkräder, wo man da mehr Kraft hat. LKW-Führerschein, der war schon vorhanden bei dir? Ja. Oder? Von wo? Vom Geschäft aus, weil wir haben Geschäft 26 Tonnen im Geschäft. 26 Tonner. So, Und ab und und zu mal in die Werkstatt fahren oder so. ist das ein Problem für dich, dass du irgendwann mal da in so eine Prüfung gehst und sagst, die geben mir den nicht mehr? Denkst du, das könnte passieren? Gesundheitsprüfung, ja. Nee, habe ich keine Angst.
Da vorne ist Heben, Senken, nehme ich an, Ja. die Hydraulik. Die Luftfederung. Luftfederung. Ach, das ist die Luftfederung. Ja, Hinterachse. So, und die Hubstütze müssen wir uns gleich mal angucken. Das ist das hier. Warte mal, zeige ich mal gerade. Das ist diese Schalterkombination hier. Und das war schon drin. Das war schon drin. Hier ist gerade ein Kontakt kaputt, deswegen zeigt er an, dass sie eingefahren ist, obwohl sie nicht eingefahren ist. Da es aber manuell ist, spielt es keine Rolle, du weißt es ja. Ich weiß es ja. Okay. Die 2 Knöpfe drücken, dann kommen sie alle hoch. Und das hört man im Geräusch dann auch. Und du machst es manuell quasi, die Manuell Nivellierung. ja. Und ist es so, dass man es merkt nach einer Zeit, dass man gerade steht? Oder ist da eine App auf dem Handy, wo die Libelle? Ich habe eine Wasserwaage. Eine analoge. Analoge Technik. Ja. Die geht immer. Weil nichts Schlimmeres, ich hatte vorher einen mit Elektronik und zweimal einen Schaden in Kroatien gehabt. Beide Mal konnte ich nicht reparieren lassen. War sehr ärgerlich. So, und da ist die Gangschaltung, da sind 6 Gänge, ist da Ganz noch normale Sechsgangschaltung. 6-Gang-Schaltung. Ja. Also wie im Auto quasi. Ja, wie im Auto. Eine Haarschaltung. Bisschen längere Schaltwege, aber sonst alles gleich. Das heißt nichts mit Gang, Zwischengang oder sowas? Nee, das hast du nicht. Nee, das gibt es erst bei den größeren, bei den 12-Tonnern, 15-Tonnern. Da gibt es dann noch mal ein Splitgetriebe drin. Ist aber nicht notwendig, der hat genug 7 Leistung. Liter. Ja. So, hier vorne, das war auch schon drin hier, der Filz vorne? Das war drin, das ist Vario Original, ja. Da waren noch viel mehr Monitore, die habe ich alle rausgeschmissen. Der hatte da noch eine Philips K-In, wer das noch kennt. Das ist schon fast historisch. So eine Karin, ja klar, kenne ich noch. Ja, die war Da da war das noch Split hinten drin, da war noch so ein extra Gerät, was man noch hatte. Die war noch eingebaut hier. Hier war das Gerät drin. Also Die entsprechenden 90er lassen grüßen, oder? Ja, das war da drin. Mit so einem grünen Monitor. Also nur grün. Die hatten sogar noch damals, das ging nicht nur über GPS, sondern die hatten auch so einen Radsensor mit dran, dass du das, also praktisch, wenn du im Tunnel warst oder so, das GPS war damals nicht so genau. Ist egal, wenn ich nicht weiß. Nee, ich glaube nicht. Der hatte schon nur GPS. Der hatte nur GPS. Die modernen eingebauten Systeme, die messen auch die Geschwindigkeit vom Fahrzeug und deswegen geht es im Tunnel weiter. Karin hat es ganz einfach gemacht. Du bist mit 60 in den Tunnel gefahren, dann hat sie mit 60 weitergemacht. Okay. Wenn du im Tunnel stehen geblieben bist, ist das Navigationssystem noch weitergelaufen. weitergefahren. Und am Tunnelende erst hat sie sich aktualisiert. Das Update gemacht. Ja, du hast eine ganz tolle Halterung, nämlich eine Brodit. Das kennen die Leute, die machen das ganz toll. Also Brodit. Ja, super. Ich habe selbst eine Brodit drin, Ja. das wissen viele nicht, dass es das gibt. Und das sind die besten Halterungen der Welt. Kann man für jedes Auto bestellen. Für jedes Auto, das ist jetzt die Universalhalterung, weil da ist ja alles flach und einfach. Und eben für jedes Telefon. Ich habe jetzt noch, für ein zweites Telefon habe ich noch eine Halterung hier. Ja, das Geniale ist, man muss nichts bohren, nichts kaputt machen. Man klickt die einfach nur rein. Da habe ich noch vom Vorgängermodell, da habe ich die Halterung noch vom iPhone 6, glaube ich. Und das ist jetzt das iPhone, das neue, das aktuelle halt. Ja. Ja, ich habe auch eine Brodit. Bei mir im Volkswagen T6. Ist keine Werbung, wir haben ja auch kein Geld bekommen dafür, aber man muss die Firmen, man muss es erwähnen, Made in Germany, die haben wirklich für alle Autos, haben die vorrätig, die kosten so 25 Euro, du musst nichts bohren. Kleppert nicht. Kleppert nicht, ja. Genau. Es gibt viele Halterungen, da liegt dann das Telefon irgendwann mal unten. Also das ist, würde ich auch nichts anderes verbauen. So, ich zeige mal gerade was Schönes. Du hast die Komfort-Fahrerhaus-Schwingsitze von Hersteller? Das müsste Isri-Sitze sein. Isri, die habe ich auch drin. Die sind gut, gell? Ja, das sind jetzt die mit dem automatischen Gewichtsausgleich. Das funktioniert, solange ich Luft habe im Fahrzeug, aber wenn wir vor 2 Wochen stehen, dann ist es auch weg. Okay. Da muss ich den Motor kurz starten. Ja, genau, das habe ich auch. Siehst du Also, hier das? Nochmal? Ja. Und es lässt sich nicht abschalten. Ah, Also die stehen halt so. Die sind das so. geht bei mir. Ich kann also, Ja. gut, jetzt nach 15 Jahren kann man es abschalten. Also noch einen Schalter mehr reingemacht. Nee, das- aber die sind toll, oder? Während der Fahrt, das ist... Während der Fahrt perfekt. Manchmal schlagen sie durch, aber das liegt natürlich an dem Fahrwerk. Auch die Vorderachse ist ganz normal blatt gefedert. Da wäre jetzt eine Vollluftfeder wäre wesentlich besser für dich. Wesentlich besser, Ja. denke ich schon. Aber gibt es leider für das Fahrzeug nicht zum Nachrüsten. Aber dafür hast du ja die Schwingsitze, das heißt, die schlucken wahrscheinlich fast alles, oder? Die schlucken fast alles weg, kann man sagen, ja. Da ist auch ein Schwingsitz hinten? Nein, das ist ein ganz normaler. Ganz normaler. Ja. Das Schöne an der Barversion ist, du hast 3 vollwertige Sitze, das heißt mit Gurt. Mit Sicherheitsgurt. Und derjenige hat auch richtig Ausblick und kann nach vorne Der rausblicken. schönste Platz überhaupt. Der schönste Platz. Ja. Vor allem, weil er zwischen den Achsen liegt, der Platz. Also man sitzt ja hier auf der Vorderachse, das heißt, man kriegt alles wirklich live mit, was auf der Straße passiert. Ja. Der Sitz ist schon ein bisschen komfortabler. Also selbst wenn ich hier sitze und hier hinten reingucke, so dieses Raumgefühl, das ist schon toll, oder? Das hängt aber auch mit den Farben zusammen. Also dieses helle Holz ist immer noch top aktuell, würde ich sagen. Es gibt jetzt so schöne gemaserte Hölzer, aber die machen es klein.
Ist also von der Architektur her, finde ich es eine tolle Lösung. Auch die schwarzen Kanten sind durchaus noch aktuell. Das mit dem Grau oben ist jetzt ein bisschen heller. Bei der Farbauswahl, da kann man ja Fehler machen. Also das merkt man ja meistens erst, wenn es montiert ist. Wie hast du es vorher gemacht, dass du wusstest, welche Farbe gut ist? Bei was? Obendrauf der Himmel. Wir haben probiert, wir haben verschiedene Muster geholt, hat man Quadratmeter hingeklebt. Ist es dann so? Ist so, gell? Das macht man. Meine Frau ist da extrem kritisch, was das angeht. Also das musste ich dann schon richtig bemustern. Also nicht bloß einfach Katalog. Also was mir auffällt, es riecht nach nichts. Also es ist komplett neutral, der Geruch. Du riechst keinen Motor, du riechst gar nichts, gell? Sollte auch so sein, ja. Ja, oft ist ja so bei älteren Fahrzeugen, dass man dann noch was riecht. Man riecht so ein bisschen nach... Das liegt am Teppichboden, am neuen. Teppichboden. Ja, da waren Milben oder sowas. Ja. Die sind alle raus. So, es gibt ja auch so einen Trick, man kann Ozon in so ein Fahrzeug reinjagen. Das heißt, also das macht die Gerüche dann auch weg, gerade wenn ich einen Hund habe. Klingt aber 2 Wochen lang fürchterlich. Klingt 2 Wochen nach Ozon. Ja, aber fürchterlich. Ja. Weil sich das natürlich auch festsetzt in den ganzen Möbeln. Bauprodukte bleiben ja im Fahrzeug. Ja. Ozon ist ja bloß eine Oxidation aller biologischen Stoffe. Die bleiben drin, riechen bloß nicht mehr. Boah, ich bin vollkommen begeistert, was du alles weißt. Ich bin ja hier nur der Reporter, der irgendwas zeigt. Ich habe ja oft keine Ahnung. Da sagen die Leute immer, hey, du hast ja keine Ahnung, halt den Mund. Aber das Schlimme ist ja, wenn du 4000 Videos gedreht hast, du siehst ja, ich habe rund 4000 gedreht, da sieht man ja unglaublich viel. Da ist das Bedienteil Victron. Das ist... Also Victron sehe ich in letzter Zeit immer öfter. Das heißt, du bist total begeistert. Ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, wir haben es in den gewerblichen Fahrzeugen zum Teil 20 Jahre drin, ohne irgendeine Störung. Ja. Wahrscheinlich ist die nächste Batterie, die reinkommt, Lithium, wenn die da... Von Victron. Ja, von Victron. Da weiß ich, was ich habe. Ich habe einen sehr guten Lieferanten dafür, mit dem ich super klarkomme. Also die Front sieht aus wie aus dem 80er Jahre CB-Funkgerät so ein bisschen. Das ist ja auch, es ist auch noch zum Teil im Betrieb. Ja. Ja, das macht aber nichts, das ist noch stilecht. Ja, also die Tankanzeige funktioniert immer noch. Ja. Echt? Die ist noch original, so wie sie war. Die lasse ich auch so, Pumpenschalter, das gibt es nicht mehr, ohne Display ausschalten, einschalten, Spielerei. Ja. Das gibt es auch nicht mehr. Batterien testen, also ist auch ein bisschen... Ja gut, das war halt früher so. So, du hast ja was ganz Tolles gegönnt, nämlich eine ganz neue Truma, die extrem leise ist im Vergleich zu den anderen, habe ich gehört nur. Ja. Ist das auch so? Ja, vorher war eine Dometic drin, die hat man gehört, also richtig deutlich gehört. Da konnte man nicht bei schlafen. Genau, wenn du mal so lieb bist, die mal anmachst. Ja. Weil ich habe nur gehört, dass sie leise ist. Und das Schöne ist, die ist hier vorne, das heißt, man kann sie laufen lassen, man kriegt den Zug nicht so mit hinten, es wird trotzdem kühl. Ja, sie läuft sehr leise an. Es dauert noch ein bisschen, bis der Kompressor kommt. Da ist der Kompressor kommt. Also sehr leise, gell? Ja, lautlos ist nicht, aber... Ja, aber ich kann mal gern meine anmachen drüben. Ja, die ist unvorstellbar. Und der Kompressor, der ist nicht elektronisch geregelt, das heißt, der schaltet immer auf und ab. Ist das hier auch so? Nee, die ist das heißt, die ist eine Inverteranlage. Eine Inverteranlage, die im Prinzip das modelliert, die Spannung? Drehzahl geregelt, ja. Genau, Drehzahl geregelt. Und das Schöne ist an der, man kann ja von hinten nach vorne schalten. Also im Sommer reicht es vollkommen aus, Austritt nach hinten zu lassen. Schlafzimmer ist gut gekühlt. Und dann während der Fahrt, wenn es dann mal sein sollte, könnte man auch nur vorne kühlen. Licht hat sie auch noch. Na, muss jetzt suchen, ohne Brille. Also jedenfalls Licht. Ja, ich weiß, außenrum. Ja, das daher, ja. Cool. Also ich bin ganz begeistert, die ist wirklich leise. Und die ist sehr leise. Alles klar. Du kommst gleich mal rüber, dann zeige ich das mal. Das Schlimmste ist, dass sie jedes Mal an und ausgeht. Klack, klack, klack die ganze Zeit. Das macht die nicht. Genau, das macht die nicht. Die modelliert die Frequenz. Sie wird dann etwas leiser nachher, wenn die Temperatur erreicht ist. Okay. Dann ist gut gewesen. So, dann machst du nochmal aus. Ja. Da ist der Charlie. Weil die läuft jetzt über den Inverter, das heißt ja. Die Batterien. Der zieht jetzt ordentlich, oder? Ja. Das heißt, Landstrom ist dein Freund bei der Klimaanlage. Ja gut, also sie läuft über die Batterien. Ich habe 2 AGMs drin, trotzdem läuft sie 4 Stunden ungefähr. Mhm. Der fühlt sich wohl, das ist die Barversion. Ich zeige mal gerade das Sofa. Das heißt, wenn du jetzt Fernsehen guckst, kannst du dich hier hinpflanzen. Ja, das ist durchaus richtige Polster drunter. Ja, aber das macht ja Sinn beim Hund. Auch so, jeder. Das ist Originalpolster? Das ist Originalpolster, ja. Echt? Nach 20 Jahren? Wir haben das vor 3 Jahren nur komplett abgezogen, in die Waschmaschine gesteckt und wieder aufgezogen. Alcantara, oder? Alcantara. Das ist unkaputtbar, Alcantara. Das kriegst du. Kannst du mit der Stahlbürste sauber machen.
Ja, ich habe meins bei mir im Café schon mal versenkt auf einem beigefarbenen. Ja. Ging raus. Aber nur echtes Alcantara. Es gibt Echt, ja ja. Mikrofaserstoffe, nennen sich ja mittlerweile auch so. Aber Nee, das ich habe richtige Alcantara. echtes Alcantara habe ich. Offenbar, weil ansonsten wäre es, glaube ich, drin. Sogar hier diese neue hier, die? Ja. Also das war alles aufeinander abgestimmt. Stil der 2000 eben gemusterte Vorhänge. Und da war auch so eine Säule mit so einem, was du in der Küche kennst, wo dann so Obst drin liegt. Ja. Haben wir alles rausgeschmissen. So. Alles ein bisschen schlichter gemacht. Also was mich noch interessieren würde, ist der Kühlschrank. Ist der neu? Nein. Electrolux. Normalerweise schmeiße ich das erstes in meinen Kühlschrank raus und mache einen Kompressor rein. Aber der funktioniert richtig gut. Ich weiß nicht warum der so gut geht, aber der kühlt wirklich wie der Teufel. Gut, Electrolux ist nicht billig, muss man sagen. Ja. Das ist richtig Qualität. Ja, das ist Qualität. Das ist auch heute kaum mehr zu kriegen. Der geht aber nicht mit. Der ist wahrscheinlich mit der Batterie. Der hat jetzt einen Kompressor drin. Nee, ist ein ganz normaler Absorber-Kühlschrank. Absorber. Wundert es mich ja, dass er so läuft, dass er so kühlt. Selbst bei 30, 33 Grad Außentemperatur war die Getränke wirklich kalt da drin. Genau, so lieb bist, den mal aufmachst. Darf? Ja, gerne, natürlich. Ich will mal kurz mal Habe ich im reingucken. Moment nichts drin, ist leer. Sehr schön. Ja. Schock. Bitte? Schock, es ist nichts drin, das habe ich noch nie gehabt. Kühlschrank. Ah, da ist ein bisschen was drin. Ich bin als Mann alleine unterwegs, deswegen sind ein paar Flaschen Bier mehr drin. Ja, das ist auch okay, oder? Und es ist wirklich, also arschkaltes Zeug. Ja. Gut, jetzt ist ja kalt draußen, da ist der Absorber ein Vorteil, aber Aber auch im Hochsommer. Ich habe extra eine Kompressorbox gekauft, wo wir das erste Mal gefahren sind. Aber die habe ich gar nicht gebraucht. was man ja nicht glaubt beim Absorber. Da denken Ich wir habe immer, auch gedacht, das kann nicht sein, aber es ist so. Der kühlt wirklich. ich zeige mal gerade ein ganz kleines Detail. Ja. Da ist die Alde-Heizung und das Bedienteil habe ich noch nie gesehen. Das ist natürlich schon ein bisschen Vintage. Die wird hier eingeschaltet. Also hier wird nur der Brenner eingeschaltet für Warmwasser. Warte mal, ich zeig's mal da oben. Ja, hier. So, da wird die Zirkulationspumpe zugeschaltet und da kann man die Elektropatronen zuschalten, Falls mal Landstrom hat. wenn man Landstrom hat. Ausreichend Landstrom, ja. Wobei der Victron das aber auch regelt. Ja. Ich kann hier einstellen bei dem Victron, ich möchte nur Netzausgleich. Oder? 8 Ampere nehmen und den Rest holt er sich dann aus der Batterie. Genau, das habe ich auch bei Mastervolt. Das geht auch. Okay, gut. Das heißt, du kannst föhnen und die fliegt nicht raus, die Sicherung. Und ich krieg's auch nachgeladen mit 3 Ampere. Richtig, ja. Weil die läuft ja 24 Stunden, das Nachladen. Ja, das lieben die Leute in Italien, die da bewusst nur 3 Ampere reingeschraubt haben. Man kriegt aber, ist voll. Ja, vor allem in Kroatien haben wir oft das Problem gehabt, dass die Netzspannung auf 190 Volt runtergegangen ist. Das ist mir auch schon passiert. Interessiert den auch nicht. Ja. Ja. Die Klimaanlagen der Nachbarwohnmobile haben geschrien, weil wenn die Spannung zu niedrig ist, gehen die nicht richtig. Die werden richtig laut dann. Ja, ja. Meine lief leise weiter. Der Vorteil ist, das heißt, du hast mit dem Landstrom gar nichts zu tun, sondern der geht erstmal durch die Victron, Richtig. die geht hin, baut die nochmal komplett neu zusammen und liefert dir anschließend sauberen Strom. So ist es. Cool. Ist das sehr teuer, Victron? Der 3 kW, ich meine 2000 Euro habe ich bezahlt, also ich finde das nicht so teuer. Das ist Als mit Kombi, Ladegerät, als da, Kombi. Mit genau. Ladegerät, allem dabei, ja. Ich habe einen sehr guten Lieferanten, der sich auf Insellösungen spezialisiert hat. Und der stellt mir das immer zusammen. Und auch die Kabel macht er mir fertig dazu. Die Tür allein ist ein Kunstwerk. Die gefällt mir schon mal gut. Die ist auch für die Ewigkeit gebaut. Das ist eine modifizierte amerikanische Tür. Diesen Knick, da haben sie reingemacht und umgebaut. Also das ist schon nicht einfach. Darf ich da mal dahinter blicken, hinter die Klappe da oben? Das interessiert mich ja immer, wie sowas gemacht wurde damals. Also sieht man, ein paar Sachen habe ich geändert. Ja, aber trotzdem, das ist ordentlich, oder? Ja, muss so sein. Ja. Ah, da waren die Bauteile damals noch diskret, wie man sieht, mit Beinchen. Ja. Der hat auch hinten eine riesige Leiste drin, wo alles nochmal umgeklemmt wird. Also das ist ein bisschen übertrieben an der Elektrik, finde ich. Aber Ja, was soll's. Also auf jeden Fall, es gibt ja nicht zu viel, oder? nee. So, hier ist noch ein Schrank. Was ist da drin? Ja, hier war ursprünglich ein Apothekerschrank drin. Oh, die Also ein Jura. Apothekerauszug, aber der hat auch so gekleppert und ich bin halt geräuschempfindlich. Ich habe ihn rausgeschmissen, normale Böden reingemacht, Kaffeemaschine eingebaut und so Ich weiter. bin auch total geräuschempfindlich, muss ich sagen. Also das nervt, gibt nichts Schlimmeres wie während der Fahrt, wenn irgendwas quietscht, knackt. Knacken ist ganz schlimm. Ja. Knack, die ganze Zeit. Und immer das gleiche Geräusch. Ja, immer das Gleiche, die ganze Zeit. Sodass Deswegen ist ich der rausgeflogen. Wir brauchen ihn nicht. Also eine gute Jura drin, das heißt, da oben kommen ganz normale Kaffeebohnen rein, schon die Umwelt. ja, schmeckt doch besser. Ja, Frage ist natürlich Wasser, das würde mich jetzt sehr interessieren. Aufbereitung ist hier drin. Hast du was reingemacht? Nein.
gar nichts. Also wir nehmen Wasser immer mit in Flaschen, was wir trinken und was wir verkochen. Ja. Und der Rest kommt aus dem Tank. Der wird halt regelmäßig gereinigt mit Aktivsauerstoff. Und ich mache da gar nichts. Gut. Eine Unser große. Leitungswasser hält theoretisch 6 Wochen. Mhm. So viel Chlor ist da drin. Also Achso, das normale das Leitungswasser. normale Leitungswasser, ja. Ja. Und eben für die Kaffeemaschine zum Kochen holen wir hier so Flaschen. Ja. Auch Dann die ist das ist, Thema ist durch. natürlich entsprechend recycelbar. Das Ja, Pfand die geht drauf. zurück, Pfand drauf. Nehme ich auch alle mit nach Hause. Da, was ist da drin in dem Schrank? Schuhschrank. Auch eine schöne Echt ein Schuhschrank? Richtig schöne Lösung. Ja. So schräg angeordnet. Schräg, damit es nicht so tief wird. Gott, jetzt habe ich schon so viele Videos für Vario gedreht und jetzt zeige ich mal so einen quasi Oldtimer, 20 Jahre. Das heißt, in 10 Jahren gibt es ein H-Kennzeichen. Ja, weiß ich nicht, wegen den Änderungen. Das muss ja original sein dann. Jetzt habe ich aber so das Gefühl, du fährst die Autos im Schnitt wie lange, wenn du schon 7 Stück hattest? 3, 4 Jahre länger. 3, 4 Jahre. Mich Dann- reizt das Bauen mehr als das Fahren, muss ich sagen. Das ist leider Gottes. Meine Frau möchte sie immer gern behalten, aber irgendwann müssen sie weg. Ja, aber da jetzt natürlich einen Abnehmer zu finden, also meine Videos werden ja stark geguckt. Das heißt, du hast das Auto jetzt wie lange schon? 3,5 Jahre. 1,5 Jahre und du hältst immer wie lange? Jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran. Ja. Das heißt also, wenn einer Lust hat, das hat man so nicht abgesprochen. Es kommt heute auch jemand, der sich ihn anschaut. Kommt jemand? Ja. Schön. Also derjenige kriegt ein tolles Auto, oder? Bin ich von überzeugt, ja. Also es ist auf jeden Fall alles gemacht, es funktioniert auch alles. Es gibt keine Mängel, außer jetzt da mal ein Kontakt, der nicht funktioniert, den man wieder mal schmieren muss oder so. Du kannst auch alles reparieren. Du kannst hier mit dem Auto in jede Werkstatt fahren, MAN. Ja, richtig. So, die schauen auch nicht blöd, sondern das ist im Prinzip Technik, das haben die jeden Tag in der Werkstatt. Erstens haben sie es jeden Tag in der Werkstatt und außerdem auf diesem Chassis zum Beispiel haben wir auch einen Hubsteiger im Geschäft. Ja, der ist genauso alt. Die Technik ist also noch im Betrieb. Das ist nicht so, dass das exotisch ist. Wenn du damit mal stehen bleibst, ich glaube europaweit gibt es einen Service, die kommen in 24 Stunden, oder? Bei MAN. Meine ich ja, kann ich jetzt nicht. Ist noch nie stehen geblieben. Nee. Das Ding läuft. Platten schon mal gehabt? Nein, Auch nicht, keinem Auto. weil du wahrscheinlich auch die Reifen ab und zu mal wechselst. Regelmäßig, ja. Wie lang sind die drauf? Also immer wenn ich fahre die Autos ja nicht so lange, aber ich mache immer am Anfang gleich komplett neue Räder drauf. Mhm. Weil da will ich auf Nummer sicher gehen, nichts Blöderes als einen Urlaub kaputt zu machen wegen einem Reifen. So, wir gehen mal raus, machen die Abmoderation. Ich ziehe dir mal die Schuhe an. Du hast eine tolle Markise. Ist das Originalstoff noch drauf? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Warte, ich guck mal gerade. Unten ist nass. Hier unten ist nass, ja. Ich guck mal gerade. Da hast du dir was drucken lassen. Ja, haben wir bei uns im Betrieb gemacht. Das ist ja unser Geschäft. Drucken, stimmt. Wie süß. Tut mir leid. Nee, alles gut. Ich kann die Schuhe so anziehen, aber es gäbe jetzt nichts Schlimmeres als die Schuhe anlassen in so einem Auto. Das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Das finde ich zum Beispiel auch süß von Sag mal. Vario, so einen Schuhlöffel da eingebaut. Wo denn? Ja, Zeig mal wo. Ich sehe es nicht. da rechts. Ach, da. Das sind so die Kleinigkeiten, die sind nett. Einen Schirm hat es nicht. Da liegt einer, aber es gibt keinen Halter dafür. Also ich war ja vorher überhaupt kein Freund von Teppich, aber so Objektware hier drin, das ist schon wirklich ordentlich. Es geht um das Raumgefühl, um diesen Raumschall, auch um nachts schlafen und an so einer Straße schlafen. Wenn ich die Tür zumache, ist Ruhe. Okay, das dämmt natürlich enorm, oder? Unheimlich viel. Ja. Auch innen drin, dieses Gedämpfte. Ich Die finde, Tür, da ist normal Schloss drin. ja, also das normale Originalschloss und der Vorbesitzer hat noch ein Zylinderschloss zusätzlich eingebaut. Also kein Steckschloss, was jeder sofort, wo so Masterkeys gibt. Keine Ahnung. Also ich habe mit Diebstahl oder so noch kein Problem gehabt oder Einbruch. Das ist Ja gut, das hier ist ja auch so ein Ding, weißt du kannst nicht reingucken. Das schreit ja schon nach, geh zum nächsten, wo es einfacher hast, oder? kann sein, ja. Und dann ist der Hund, der bellt noch. Und er ist alt, ja. Ja, genau. Die Leute, die sowas fahren, die haben ja kein Geld. Altes Auto. Das ist aber ein schönes Auto. Also es gefällt mir echt gut. 1 Stunde 4 Minuten, die haben wir auch gebraucht. So lang? Ja, war 1 Stunde 4. Aber wir sind Stück für Stück alles durchgegangen. Hinten Zwillingsbereifung. Ja, klar. Das ist... Oh, ist das schön. Gefällt mir echt gut. Ich hoffe, das werden die anderen auch finden. Ich habe ja den letzten schon getitelt. Den Schweizer hast du gesehen, den Bus, den ich gefilmt habe hier? Nee, habe ich nicht gesehen. So ein Bus 1968. Ja. Der stand hier letzte Woche, habe ich gefilmt. Ah, doch, da habe ich angeschaut. Hast du angeschaut? Waren ganz nette Leute mit dem erhöhten Dach, gell? Mit dem erhöhten Dach, genau. War so ein Verrückter. Und das war okay, das Video für dich? Super. Hat Ah, dir doch, gefallen? jetzt weiß ich wieder, ja. War sehr schön, ja. Also im Prinzip die Leidenschaft ist ja diese Leidenschaft von dir. Es gibt ja viele Menschen,
die lieben ja die Freiheit des Campings, gar keine Frage. Die können sich ja auch so Fahrzeuge kaufen aus der Stange. Dagegen ist nichts zu sagen. Ja. Aber du bist ein Bauer, ein Macher. Ja, halt Individualist irgendwo noch ein bisschen. So wie der verrückte Schweizer da mit dem Bus. Dach erhöht, hydraulische Lüftung oder was war da noch drin? Ein Ja, genau. Also so richtig so querdenken, ja, das finde ich schön. Und es war für dich schön, dazu zu gucken, wie andere es gemacht haben? Ja, ich gucke mir viel so Videos an, auch gibt es ja Wohnbusse und was der Teufel alles. Gucke ich immer wieder an. Sehr schön. Ja, ich hoffe, ich konnte dir eine kleine Freude machen mit dem Auto, weil im Prinzip, wenn er weg ist, hast du eine schöne Doku. Kannst du dir nochmal angucken, wie es war. Ja, gerne, ja. Sag mal, der Motor, wenn da irgendwas zu machen ist, Ja. da kommt man innen drin ran, oder? Ja, innen kommt man dran, ist jetzt kein Traum, wenn man dran muss. Ja, das muss man so sagen. Die Haube wegmachen ist richtig Arbeit, also ist eine Stunde gleich weg. Aber der Motor, ich glaube, eher fällt das Auto von dem Motor ab, als dass der Motor was passiert. Der wird ewig heben. Die Leute hassen mich immer dafür, dass ich mir die Vornamen nicht behalten kann, aber nach einer Stunde sehe es mir. Andreas, Ja. so war's. Ich finde das ganz toll, was du gemacht hast. Ich finde die Bugmaske klasse, die man nicht sieht. Die Technik, dass überhaupt diese Leidenschaft, so ein Auto zu restaurieren. Also im Prinzip, Also liebe restauriert Leute. darf man nicht sagen. Es war ja voll funktionsfähig. Es war halt nur nicht mehr auf dem Stand der Zeit. Ja, ich nenne es jetzt mal, also auf Vordermann bringen. Ja, aktualisieren würde ich jetzt So, sagen. und du würdest auch den Ingenieuren von Variomobil sagen, ihr baut gute Autos, oder? Ja, solide Autos. Ja, vielen Dank, Andreas. Wolfgang, du hast mir den Mann besorgt. Du hast gesagt, mach einen Film drüber. Ja, der ist genauso verrückt wie ich. Wir kaufen uns Autos, reißen die auseinander und machen das, was gut ist, noch besser. Ja, wir sind am tollen Stellplatz, nämlich in Glüsserath an der Mosel. Klösterrad an der Mosel. Und hier sagt sich Europa Ja, schon, oder? ich denke schon, wir haben hier viele Leute, Holland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark, Schweden, Finnland, hier ist alles immer vertreten. Also wir haben sehr viele Gäste hier auf dem Platz und aktuell, siehst du ja, trotz schlechtem Wetter ist es hier an der Mosel immer noch gut besetzt. Man kann sagen, der Platz hat eine Besonderheit. Es gibt hier keine engen Parzellen. Das heißt, du kannst dich hinstellen, du hast wirklich Platz. Du hängst dem Nachbarn nicht auf der Pelle. Das ist ein Riesenvorteil dann der Betreiber hier. Ist eine ganz coole Socke, finde ich. Ja. Also mit dem Quatschen, das ist toll. Hero, oder? Ja. Ja. Wolfgang kenne ich schon lange. Wir machen auch Geschäfte zusammen. Ja. Passt einfach hier, ja. Sehr schön. Also, wenn Sie mal Lust Kommt haben, ja auch raus. Also kommt trotz, auch rein. Und da vorne ist der Nachbar, der hat einen Blue Liner von Niesmann und Bischof. Der ist auch cool. Ihr habt euch vorher schon gekannt, oder? Nee, haben wir nicht. Wir haben den ganzen Morgen diskutiert über Corona. Ja. Kann man ja Tage füllen damit, mit diesem Thema. War sehr interessant. Er lebt im Wohnmobil schon 2 Jahre jetzt. Echt? Ja. Ist ausgestiegen. Also das Das finde ich saugeil. finde ich spannend, ja. Ja, ich bin jetzt aufgrund der Filme jetzt ganz auf dem Wohnmobil. Gut, ich habe noch Family und ich habe noch einen kleinen Sohn, der ist 8. Da muss man sich vorher Gedanken machen, wenn man Kinder zeugt. Denn ich meine, die müssen noch zur Schule. Ja. Das ist natürlich Aussteigen nicht so einfach. Nee, geht natürlich nicht. Bei uns auch nicht durch das Geschäft. Ich würde auch gerne oder bin auf dem Weg dahin auszusteigen jetzt gerade. Aber Geschäft muss halt erst geregelt sein. Ja, aber das ist toll. Also was mir immer auffällt, wenn ich so große Reisen mache, ich habe übrigens noch eine Waschmaschine drin. Die finde ich ganz toll, weil du dann dich unglaublich wenig mitholen kannst. Ich habe eine ganz kleine Waschmaschine, so, die ist eingebaut und dadurch kann man sich mit 5, 6 T-Shirts, ein paar Unterhosen, man kann sich unglaublich vereinfachen, sage ich jetzt Im mal. Sommer brauchen wir, glaube ich, 10 Handtücher und 3 T-Shirts und ein paar Unterhosen. Mehr brauchen wir im Sommer nicht. Also da muss man gar nicht waschen. Toll. Ich bin ganz begeistert. Ja, vielen Dank, Andreas. Gerne, ja. Und wenn Sie Lust haben, wir werden mal dranbleiben. Du bist ja ab und zu mal hier. Vielleicht stehst du ja nächstes Jahr mit einem neuen Projekt hier. Danke. Tschüss.